Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und du bist auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ja, ich freue mich. Ich werde dieses Bild sozusagen abkitten mit dir. Oder mal gucken, wie weit ich komme. Die liebe Heike war ja derselben Meinung wie ich. Und deswegen, dass das hier halt einfach mehr ein bisschen herbstlicher ist wie das andere Bild. Und deswegen werde ich mir dieses Bild jetzt einmal abkitten. Das Bild habe ich dir auch vorgestellt. Das hat 49 Farben, ist von The One with the Diamond Art und hat 3 Sondersteinchen mit dabei. Diese Pearlescent Schimmer Farben. Ja, das Bild lege ich mal rüber und dann starte ich mit dem Kitting ab. Ich habe mir die Sachen schon ein bisschen vorbereitet. Also einmal meine Stickerchen gemacht, meine Döschenaufkleber. Das ist hier auf so Cover Paper aufgeklebt. Manche kennen das vielleicht. Das ist von Tini. Das war ein Rest von meinem Bildchen, was ich hatte oder was ich geklebt hatte. Und die Sachen hebe ich mir ganz gerne auf, denn ich dachte, man kann das dafür ganz gut nehmen. Hier ist noch so ein kleiner Infozettel für mich, der hier in meinen Koffer reinkommt, damit ich weiß, welches Bild da drin ist. Manchmal klebe ich mir die auch außen drauf. Das sieht man hier so ein bisschen vielleicht. Also ich klebe es mir auch manchmal hier außen drauf, damit ich weiß, welches drin ist. Aber diesmal kommt er nach innen. Vielleicht ändere ich das auch noch mal schauen. Also die Döschen habe ich, meine Stickerchen habe ich. Ich habe mir schon Trocknertücher geschnitten. Dann fehlen nur noch die Steinchen. Den Koffer lege ich gerade ein bisschen rüber, denn meine Steinchen sind noch in der Tüte. Und die sortiere ich mir jetzt als erstes nach der DMC-Nummer. Denn die Legende ist auch nach DMC sortiert, bis auf die Sondersteinchen. Die sind als letztes auf der Legende drauf, deswegen waren die schon mal draußen. So. Das kommt rüber. Das ist einmal der große Beutel, die 3865. Da bin ich am Überlegen, ob ich mir da, je nachdem wo das auf dem Bild ist, noch AB mit einbaue. So im Wechsel dann so ein bisschen nur. Aber das weiß ich noch nicht, das schaue ich noch. Genau. So, und jetzt sortiere ich mir als allererstes die Steinchen. Die sind in Zipptütchen, was sehr praktisch ist. Aber man sieht schon, die sind ein bisschen statisch geladen. Ist aber nicht schlimm. Das ist schon so in Ordnung. Wenn man das weiß, dann kann man dann nachher gegen agieren, wenn man das möchte. So, die Sticker noch mal rüber, das Papier 300, 400. Großer Beutel mit der 939, 939. Aber ich finde auch die Farben von dem Bild sehr schön. Die sind ein bisschen, ja, gedeckt, aber trotzdem sind auch ein paar knallige Farben mit dabei. Ja. Von daher, auf das Bild freue ich mich jetzt auch. Ich habe zwar noch andere Bilder am Start, aber irgendwie juckt mir das Bildchen in den Fingern und deswegen dachte ich, komm, machen wir mal das Kitting ab.
das ist halt dann auch kein Bild, was unbedingt gleich jetzt fertig werden muss. Ich habe ja noch meinen kleinen Geist, das kleine Gespenst habe ich noch mit am Laufen und noch ja, ein paar andere. Aber das siehst du dann auch noch mal. Vielleicht, wenn ich noch mal so einen Monatsrückblick mache, mal schauen. Ich weiß halt nicht, wie das so ankommt. Denn ja, ich habe ja auf meinem Kanal noch die zweite Sache mit dem Häkeln und deswegen ist das immer so unterschiedlich. Aber nicht schlimm. Also ich mache halt beide Sachen sehr gerne und man muss sich ja nur das angucken, was man gern gucken möchte, finde ich jetzt. Deswegen. So, einmal sortiert. Dann schiebe ich mir die Päckchen gerade so ein bisschen rüber und greife mir die nachher und hole noch die Sachen für den Koffer. Also den Koffer, da hole ich mir jetzt gleich die Döschen raus, weil der Koffer nimmt mir jetzt auf meinem Tischchen für meinen Geschmack zu viel Platz weg. Und deswegen hole ich da jetzt nur die Döschen raus und dann kommt der rüber. Da sind auch noch ganz alte Steinchen drin. Oh je, muss ich mal sauber klopfen. Aber das ist auch nicht schlimm. So, da sind die anderen Sachen. Und dann würde ich sagen, starte ich einfach. Einmal die Sticker. Ich habe jetzt hier einen 60er Koffer. Wir haben 49 Farben. Ich denke mal, das dürfte ganz gut gehen. So. Jetzt habe ich meinen Trichter. Und dann kommen die dort schon mal rein. Ich habe hier den Trichter in unterschiedlichen Größen, habe ich mir gedruckt, weil ich manchmal auch Döschen hatte, die schwieriger reingingen. Also die waren nur ein paar Millimeterchen höher und gingen dann nicht mehr so gut dort drunter. Also nur noch, wenn man ein bisschen auseinander gebogen hat. Ich meine, das ist ja ein bisschen flexibel, den kann man ja ein bisschen biegen. Aber ja, mir war das ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, unangenehm und deswegen habe ich mir den nochmal eine Nummer größer gedruckt. So. Ich hole jetzt noch mal kurz was, damit die Döschen nicht immer so klimpern. Ein Teil wird klimpern, aber nicht mehr alle dann. So. Genau. Ich glaube, so ist das auch angenehmer. Und dann werden die Farben abgefüllt. Ja, die Sticker hier, die habe ich mir sozusagen aus der Papierlegende gebaut. Habe hinten dann einfach von diesen Klebrollern einfach Streifen drüber gemacht und sie dann festgeklebt auf dem Papier hier, auf dem Cover Paper.
Und ich finde das ganz praktisch. Denn so kriege ich es nochmal ab von den Döschen und kann die weiterhin nutzen. Einziges, was ich ein bisschen unpraktisch manchmal finde hier bei den Einfüllhilfen oder bei meiner Einfüllhilfe ist es jetzt so, ich sehe nicht den Füllstand von meiner Dose. Das müsste ich dann etwas höher stellen, wobei ich gerade am Überlegen bin, was ich dann nehmen könnte. Aber ja, ist auch kein Beinbruch, um Gottes Willen. Ja. So. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Sticker vielleicht gerade überall drauf klebe und dann einfach schon mal nur noch umfüllen muss. Denn ich denke mal, ich werde für jedes Döschen, für jede Farbe ein Döschen auf alle Fälle nehmen. Auch wenn die Tütchen so voll sind, das ist gar kein Thema. Die tue ich hinten in den Koffer einfach in dieses Netz rein. Und dann habe ich die auch immer mit dabei und kann die dann auffüllen, wenn ich es brauche. So. Und die leeren Tütchen, die hebe ich ja wie gesagt auch immer auf, weil ich da die Steinchen, die dann übrig sind von dem Bild, mir noch einmal reinschütte und die dann auch so lager. Ja, das ist halt wirklich sehr praktisch. Ich bin am Anfang immer hingegangen und habe mir dann noch mal extra Tütchen geholt. Und ja, das war mir dann irgendwann zu aufwendig, weil ich dachte, komm, du hast ja Tüten, wieso nimmst du die nicht? Und deswegen mache ich das seitdem so. Das ist einfach das Einfachste für mich. Und so weiß ich, wie gesagt, ich muss mir den Hersteller nicht aufschreiben. Ich muss eigentlich soweit gar nichts mehr machen. Nur nochmal die Döschen, die Steinchen reinfüllen. Und dann hat man ja automatisch die DMC-Nummer mit dabei. Und die Tütchen von jedem Hersteller unterscheiden sich ja auch immer ein bisschen. Was ja dann auch immer sehr praktisch ist. So, das war jetzt ein bisschen statisch, das ist aber auch nicht schlimm. Dann mache ich ein Trocknertuch rein. Und dann bin ich damit auch konform. Also ratzfatz. So. Das geht doch schon mal ganz gut. Das Einfüllen der Steinchen. Ja, wie gesagt, auf das Bildchen hier freue ich mich. Es ist wie gesagt keine Priorität. Aber wenn ich Lust habe auf die Farben, werde ich dieses Bild einfach painten. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ein Feld fertig wird oder wie groß das Feld ist. Das ist alles Nebensache. So. Mal schauen. Passt, glaube ich, komplett. Ja. Ansonsten weiß gar nicht.
Was gibt's Neues bei dir? Bei mir gibt es nicht so viel. Ich habe heute frei. Ich habe mir heute einen Tag Urlaub genommen und deswegen dachte ich, mache ich es mir schön mit dem Kitting ab hier und bereite das Bildchen einmal vor. Ja. Und dann mal schauen draußen. Ist es noch ganz schön. Jetzt gehe ich später noch ein bisschen spazieren und dann sehen wir mal weiter. Ja, ich war die Woche mal einkaufen. Muss ja auch mal sein. Und ich weiß nicht, also ich kann die Leute im Einzelhandel super verstehen, wenn die mal nicht so gut gelaunt sind, um Himmels Willen. Ich habe auch ganz früher mal eine Zeit lang im Einzelhandel geschafft, oder früher mal vor meiner, oder 2 Jobs von meiner jetzigen Arbeit habe ich da auch gearbeitet und ja, war nicht immer alles ganz einfach, muss man ehrlich sagen. Es ist schon anstrengend, ne? Und deswegen kann ich das auch immer gut verstehen, wenn man einfach mal nicht so gut gelaunt ist. Ja. So. Und heute Morgen war ich noch einkaufen. Oder einkaufen. Ich habe noch was gekauft, was mir gefehlt hat und war dafür im Geschäft. Und ja, habe an der Metzgertheke gestanden. Und da wollte ich Hackfleisch kaufen. Warum auch immer, die Kundin vor mir hatte sich Mett geholt. Und irgendwie habe ich dann zu der Verkäuferin gesagt, war ja auch meine Schusseligkeit, ja, um Himmels Willen. Auf jeden Fall habe ich zur Verkäuferin gesagt, ich hätte gern 250 Gramm Rindermett. Und die Verkäuferin guckt mich an. Und ich merke schon, Mist, du wolltest Hackfleisch sagen. Und wollte gerade sagen, nee, Hackfleisch, das sagt die Verkäuferin zu mir. Also das kenne ich nicht, dann können Sie woanders hingehen. Leider auch nicht in so einem lieben Ton. Also ich kann ja verstehen, wenn man wirklich ein bisschen angenervt ist. Es läuft nicht alles. Kollegen sind auch mal krank, wo man einfach ein bisschen mehr Arbeit dann hat. Ja, gar kein Thema. Aber vielleicht habe ich das auch nur so empfunden, dass sie da ein wenig krantig war. Vielleicht. Und außerdem, ich weiß ja auch nicht, was bei ihr zu Hause los ist oder was noch alles ansteht bei ihr. Also von daher. Aber irgendwie fand ich das nicht so nett einfach. Ja. Naja, gut. Aber ja, aber das habe nicht nur ich so empfunden, weil die Dame hat mich dann auch einfach stehen lassen. Radikal. Und hat den nächsten Kunden bedient. Und ich war komplett sprachlos. Und dann kommt die Kollegin und hat mit den Augen gerollt und hat dann gesagt, was möchten Sie denn? Und dann habe ich gesagt, eigentlich wollte ich 250 Gramm Rinderhackfleisch. Es tut mir leid, ich habe mich versprochen. Ja, und dann hat die Kollegin mir das abgepackt.
und fertig gemacht für an die Kasse sozusagen. Ja, also war ein komisches Erlebnis. Wie gesagt, das ist jetzt auch nicht böse gemeint oder sowas, sondern das war einfach nur ein Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, oh je, am frühen Morgen fängst du schon an hier und bringst die Leute durcheinander mit deinem Wortschatz. Also das jetzt auf mich bezogen, ja. Ja, no. Aber ich weiß gar nicht, wie geht's dir denn da? Hast du auch manchmal so Versprecher? Das war nur, weil die Kundin vorne dran, warum auch immer, ich dazugehört habe, Met gekauft hat. Ja? Und mein Kopf war innerlich irgendwie so mit dem Met beschäftigt, dass ich da komplett nicht drüber nachgedacht habe. Was ich dann der Verkäuferin gesagt habe. Ne? Also, ja, ich meine, mein Gott, das geht jedem mal so. Und wie gesagt, man muss auch nicht immer super gut gelaunt sein und fröhlich sein und alles ist Sonnenschein, um Gottes Willen. So ist ja unser Leben nicht. Von daher, ja, an sich, wie gesagt, finde ich das ja auch nicht schlimm. Aber ich bin mir schon ein bisschen blöd vorgekommen. Naja gut, wenn ich so verwirrt bin und was bestelle, was sie nicht haben. Ja, dabei dachte ich immer, ich meine, Met, ich weiß gar nicht, ich habe mich noch nie mit dieser Herstellung beschäftigt, ob das jetzt großartig so Unterschiede gibt, ob es das nur sozusagen vom Schwein gibt, aber es gibt ja auch veganes Met zum Beispiel. Also Met gibt es ja in verschiedenen Varianten. Aber gut, wer weiß, was da war. No. Aber ist euch sowas oder ist dir sowas schon mal passiert? Oder auch schon passiert? Vielleicht bin ich da ja nicht die Einzige. Das würde mich freuen, wenn ich da nicht alleine wäre. So, das Döschen ist mega voll. Machen wir noch die 2 Steinchen hier vom Trocknertuch rein. Und wenn dann noch mal Platz ist, mache ich noch das Trocknertuch später rein, wenn ich die Farbe ein bisschen aufgebraucht habe. Ja, ich würde sagen, ich klebe jetzt als erstes kurz die Sticker. Dann ist das ein bisschen einfacher. Yay. Genau. So. Die sind halt, ich finde die so ganz praktisch. Ich habe halt keinen Sticker-Maker oder sowas. Und die Legende von dem Bild möchte ich auch nicht abschneiden, weil ich ja immer den geriffelten Rand und sowas dran lasse bei meinen Bildern. Deswegen finde ich es schade, wenn ich dann da die Legende abschneiden würde. Also für mich persönlich. Deswegen mag ich das so ganz gerne. Und ich finde, wenn man hier bei diesen Klebrollern, da kannst du mal gucken, die gibt es von Tesafilm ja auch, oder Tesa. Und der lässt sich super gut lösen. Der ist halt nicht permanent. Also es steht aber auch dran bei den Sachen, dass das non-permanent ist zum Beispiel oder permanent ist. Aber auch den permanenten kriegt man halt nochmal ab. Also so ist das auch nicht. Man kann sich ja auch vielleicht ein Washi-Tape drunter kleben, unter den Sticker dann hier und dann die Sachen mit dem Washi-Tape abziehen, was ja eigentlich auch geht. Ja. So. Ich habe jetzt halt hier diese runden Sticker drauf gemacht. Davon bekommt man ja manchmal was mit, wenn man so einen Koffer bestellt. Und deswegen, ja. Oder beim Toaster habe ich mir selber so Stickerchen gemacht bei meinem Toasterbild. Und da dann unten drunter die Sachen geklebt. Also das geht natürlich auch. Ja.
Und abgefallen sind mir die hier auch noch nicht, denn das ist jetzt schon die zweite oder die dritte Runde, die ich so mache. Und wie gesagt, abgegangen ist mir da bis jetzt auch keiner. Also dass der dann die Klebkraft losgelassen hat oder sowas, sondern das ging wirklich, hat gehalten bis zum Schluss. So. Das ist schon ganz praktisch. Ja. Nur darauf musste ich auch erst mal kommen. Also viele haben ja den Sticker Maker oder so eine Art Sticker Maker, diesen lilanen. Ja, wie gesagt, das Ding habe ich nicht, sondern ich mache das dann so. Hier habe ich jetzt auch sozusagen nur das Pending-Symbol und die DMC-Nummer drauf. Die laufende Nummer habe ich abgeschnitten, aber dadurch, dass ich mir dass die hier dann sozusagen in der Reihenfolge stehen und ich die meistens in der Reihenfolge dann stehen lasse, ist das nicht schlimm, dass die laufende Nummer ab ist. So. Jetzt hier. Ja, so ist das liebe Einkaufen. Ich bin mal gespannt. Bei uns sind ja jetzt auch schon seit, weiß ich gar nicht, 14 Tage oder so die Weihnachtssachen im Angebot. Habt ihr da schon was gekauft oder eher nicht? Also ich habe bis jetzt toi 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 noch nichts gekauft. Wobei mein Sohnemann immer da rumschlawenzelt und gerne, super gerne, Dominosteine hätte. Ja, die isst er halt unglaublich gern. Aber bis jetzt, toi toi toi, tapfer tapfer, noch nichts geholt davon. Na. Mal schauen, wie lange wir das durchhalten. Wer weiß. Ja, ist aber auch nicht schlimm. Wenn man Lust drauf hat, sollte man sich die Sachen auch ruhig mal kaufen, finde ich. Deswegen sage ich ja auch, mal schauen, wie lange wir das durchhalten. Oder mein Sohn. Ja. Aber ich weiß gar nicht, oder gibt es Dominosteine das ganze Jahr über zu kaufen? Das weiß ich jetzt nicht. Könnte ja auch sein. Sozusagen in einem Spezialitätengeschäft oder so. Wer weiß. Ja. Aber sonst ist generell alles beim Alten. Die lasse ich jetzt noch drin, die paar. Da mache ich mir aber auch ein Tüchlein rein, weil die etwas statisch sind. Ich muss mal schauen. Ich habe noch was anderes gelesen, was man machen kann. Nicht nur die Trocknertücher oder auch das Reinhauchen, sondern es gibt wohl noch eine andere Möglichkeit, aber die will ich das nächste Mal ausprobieren. Ja, mal gucken, ob das was Besseres ist. Also bei den Trocknertüchern kann man wohl auch also ich habe jetzt trockene Trocknertücher und es gibt ja auch die feuchten Trocknertücher. Das habe ich schon gesehen, dass die Melli von Mellis Painting Ecke die benutzt und das geht genauso gut. Also man muss da weder noch, sondern es gehen beide Varianten. Was ja auch mal ganz schön ist zu wissen. Denn der eine nimmt ja lieber das, der andere das.
ein Teil, bei denen klappt das auch, wenn man sozusagen reinhaucht. Aber das Reinhauchen hat bei mir, nee, das hat leider nicht funktioniert. Und deswegen mache ich das mit den Trocknertüchern. Die nutze ich auch sozusagen fürs Diamond Painting nur. Deswegen komme ich da mit einer Fuhre relativ lange hin. Wo ich es auch noch nutze, die Trocknertücher, nicht zum Trocknen, sondern wenn wir mal in Urlaub fahren oder bei Bettwäsche wegräumen. Also mir sozusagen der Bettwäschebezug. Da haben wir ja welche für den Sommer und welche halt für den Winter. Und für den Winterbezug oder den Sommerbezug, je nachdem, was man halt wegräumt, in den Schrank oder auch unter das Bett, in die Bettkiste oder sowas, je nachdem wohin, lege ich mir die auch gerne dazwischen. Also zwischen die frisch gewaschene Wäsche sozusagen. Bei Sachen, die halt ein bisschen länger liegen dann, oder auch bei Handtüchern mache ich das ganz gerne. Und dann mache ich die einfach dazwischen. Die 919. Oh, ups. Da. 819. Doch, ist richtig. Wo ist meine 919? Da. Eieiei. Jetzt habe ich schon Angst gehabt, dass ich was falsch gemacht habe. Aber bis jetzt nicht. Alles korrekt. Ja. Also wie gesagt, zwischen die Bettwäsche mache ich mir das zum Beispiel auch gerne. Oder zwischen die Handtücher. Lege ich einfach so ein Tüchlein rein. Und dann ist das immer frisch. Das hält eine gewisse Zeit und ist schon praktisch, finde ich jetzt. Wie gesagt, in den Trockner mache ich das halt nicht. Aber ich bin auch jemand, muss ich ehrlich sagen, ich benutze keinen Weichspüler. Also meine Kinder vertragen den nicht von der Haut her. Ich habe ganz viele getestet oder die gängigen halt getestet. Und das ist da etwas schwieriger bei ihnen. Die hatten, wie sie klein waren, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, diese Art marmorierte Haut. Also so wirklich super hell, wo man wirklich jede kleine Ader gesehen hat. Also man konnte super gut alles sehen bei ihm. Und ja, deswegen, obwohl deswegen vielleicht nicht, ich weiß es nicht, aber damit könnte ich mir das halt erklären, haben die halt eine empfindliche Haut und vertragen Weichspüler nicht. Ich weiß nicht, was genau da drin sie nicht vertragen. Das haben wir auch nie getestet, denn nachdem wir angefangen haben oder ich angefangen habe und einfach den Weichspüler weggelassen habe, wurden diese Pickelchen dann auf der Haut besser und sind weggegangen. Und seitdem wir keinen mehr benutzen, haben sie das nicht mehr. Also die haben dann auf ihrer Haut, wo mit der Kleidung in Berührung kam, haben die lauter kleine Pickelchen bekommen. Und ja, der Hautarzt hat dann halt gemeint, dass das vielleicht davon sein kann. Oder die Hautärztin, wir waren damals noch bei einer Ärztin. Es ist schade, dass die aufgehört hat. Aber zu Recht, also sie ist auch schon sehr, sehr alt. Die war schon über 70, also die hat lang gearbeitet. Aber halt, weil es ihr ein Anliegen war und sie das gerne gemacht hat. Und ja, sie hatte mir das dann bei den Kindern gesagt und gezeigt. Oder vermutet, sagen wir so. Ja. Und deswegen gibt es bei uns halt keinen Weichspüler. Fertig.
Und ich trockne meine Wäsche meistens draußen. Nicht, dass jetzt alle denken, oh je, und der Geruch. Ja, ist ja gewaschen. Ne? Riecht halt nach gewaschen. Fertig. Ja, und meistens tue ich ja auch meine Wäsche dann draußen trocknen als im Trockner. Zumindest probiere ich das immer. Und dadurch riecht die Wäsche halt auch nach draußen. Ich weiß nicht, ob du den Geruch kennst, aber wenn man, ja, also zum Beispiel, wenn du viel draußen warst und den ganzen Tag draußen gearbeitet hast, ich finde das, ja, weiß nicht, wenn mein Mann dann reinkommt, der riecht nach draußen. Ja, also jetzt nicht unangenehm, sondern nach draußen, nach Wald, nach frischer Luft, nach kühler Luft, finde ich jetzt im Herbst. Ja, also schon, ja, aber gut. Vielleicht mag das auch der ein oder andere. Oh je, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen. Ja, gut. Aber bei uns ist es so. Und no. Bis jetzt hat sich auch noch keiner beschwert, dass die Wäsche stinkt. Vielleicht machst du es ja genauso. Du kannst mir gerne mal schreiben. Ja, und ich finde auch, wenn man die Wäsche draußen trocknet, finde ich, duftet sie nach draußen. Was ja sehr schön ist. Ja, genau. So ist das. Jetzt bin ich mal gespannt. Manche sind hier statisch, aber nicht alle. Also bis jetzt, toi toi toi, ich bin zufrieden. Das hier sind ja auch eckige Harzsteine von der Firma und das ist jetzt auch das erste Bild, was ich sozusagen habe. Denn sie hatten geschrieben, dass sie Mitte des Jahres oder sowas, nee, Anfang des Jahres, Mitte des Jahres, fragt mich was, dass der Hersteller sozusagen hier gewechselt hat. Ja. Ach nee, doch, das erste Bild in eckigen Steinchen. Das eine Alice-Bild, was ich ja auch gepainted hatte Anfang des Jahres, das war ja auch von ihnen. Dann haben die wahrscheinlich schon Ende letzten Jahres oder im Herbst letzten Jahres gewechselt. Jetzt habe ich hier, genau. Ja. Und mit den runden Steinchen war ich ja sehr zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Die sitzen ja wie eine 1 auf dem Bild, auf dem Alice-Bild. Und jetzt mal einmal in eckig. Und dann auch, wie gesagt, mit diesen Pearlescent Shimmer Steinchen. Die sind, das heißt nur, also das heißt in der Firma so, wie es bei einer anderen Firma Sparkle Dust heißt. Und das sind diese Fairy Dust Steinchen. Also ganz normal die Steinchen. Ja. Aber ich finde, in einem Bild kommen die ganz gut raus. Die sehen schön aus. Sind wirklich schön zu legen. Wobei ich sagen muss, im Zusammenspiel mit AB gefallen sie mir noch besser. AB lässt sich ja, AB Aurora Borealis beschichtete Steinchen lassen sich ja ein bisschen schwieriger painten. Aber ich finde, je nach Bild sieht das klasse aus. Ja. Und so in einem Zusammenspiel von dem AB und dem Pearlescent Schimmersteinchen ist das schon eine schöne Sache. Ja. So ist das nicht.
kannst mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Steinchen du lieber paintest, ob AB oder Fairy Dust. Ja? Denn da gehen ja auch die Meinungen auseinander. Ich meine, der AB-Stein, ja, der ist ja, ein bisschen schwieriger zu painten. Das ist schon richtig. Aber trotzdem sieht er in den Bildern wirklich super aus. Also, ne? So ist das jetzt auch nicht. Ja. So, jetzt haben wir die ersten 30 Farben schon zusammen abgekittet. Doch. Aber ich muss immer so überlegen. Manchmal ist mein Kopf voll mit Wörtern und trotzdem kommen die falschen aus meinem Mund. Oje, oje. Ne? Aber gut. Das ist halt eine Eigenschaft bei mir, die ist so. Damit habe ich leben gelernt. Das ist genauso wie, warum auch immer, ich kann mir nicht, also ich lerne Namen nur sehr schwierig. Ich kann mir die Sachen einfach nicht merken. Da bin ich, nee, das funktioniert nicht. Da bin ich verloren. Ja. Wenn das Einnahme ist, gar kein Thema. Ja. Aber wie ich in dem Betrieb bei mir angefangen habe, meine Güte, das war ja zu Corona-Zeiten, also war gerade Corona vorhanden sozusagen, ist gerade in der Entstehung gewesen und da Namen, ich bin dadurch, dass die Leute dann vermehrt Homeoffice hatten, aber ich ja mitten in der Einarbeitung war, also ich hatte da kein Homeoffice, war das schwierig für mich, ja, und dann die Leute nur vom Telefon an der Stimme zu unterscheiden. Oh, ich kann dir sagen, also das war eine Herausforderung für mich. Ja, aber gut, mittlerweile bin ich jetzt das 3., 4. Jahr da und jetzt kann ich es. Oh, 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 yay. Oh je. Moment, das muss ich rausholen, das Tüchlein. Jetzt ist es zu voll. So. Ja, genau. Aber so die Farbpalette bei den Farben hier ist ja wirklich alles dabei. Man hat rosa dabei, man hat grau dabei, man hat blau dabei, man hat grün dabei. Also es ist wirklich alles vertreten. Finde ich schön. Das ist eine schöne Sache. Ich freue mich dann immer, wenn ich unterschiedliche Farben habe, anstatt dass ich so viel dieselbe Farbe habe. Denn ich habe gemerkt, also Color Blocking, um Himmels Willen, verstehe mich nicht falsch, mag ich auch. Aber nur, wenn das nicht Überhand nimmt an dem Bild. Ja. Also, aber gut, bis jetzt hatte ich immer Bilder, die eine schöne Mischung hatten. Was ja auch super ist. Huch. So, mal gucken, dass die paar Steinchen noch reingehen. Ja. So ist es. Oh, da ist noch eine rosane. Nee. Ja.
ist von hier. Also wenn ich das Steinchen noch zuordnen kann, kommt das noch dazu. Und wenn ich es nicht mehr zuordnen kann, kommt es weg. Da man bei den Steinchen hier wirklich meistens genug Steinchen dabei hat. Die man noch nutzen kann. So. Mal schauen. Doch, passt. Die 3761. Also wie gesagt, bis jetzt bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. An welchem Bild paintest du denn momentan? Machst du auch bei irgendeinem Event mit oder nur jetzt sozusagen zur Entspannung? Ich mache ja bei dem Event mit von Bohrer und Schüttelfrost, aber ich habe mich da nicht angemeldet oder sowas, sondern ich habe dann nur zum Spaß mein Startbild gepostet und ja, bin das so ein bisschen am Painten. Das ist ja der kleine Geist. Und dann kommt hier jetzt noch das Bild dazu. Und wenn du das letzte Video gesehen hast mit dem, wo ich das erstmal sozusagen, oder das zweite Mal, meine Vips gezeigt habe. Vips heißt Work in Process, also Bilder, die sozusagen jetzt bei mir angefangen sind und wo ich schon Sachen gelegt habe, Steinchen gelegt habe, dann weißt du, dass ich ja nicht nur den Geist angefangen habe, sondern auch noch das Mädchen mit dem Hut beim Spazieren und ein Karatabbild habe ich auch angefangen. Den Hot Chocolate Elf habe ich angefangen. Da habe ich aber auch noch nicht den Monat weitergemacht. Und ich habe Morning Bird angefangen. Also das sind alles so die Bilderchen, die ich angefangen am Start habe sozusagen. Also ja, und jetzt kommt hier noch dieses schöne Bild dazu. Badenwitch, glaube ich, heißt es. Und dann, ja, denke ich mal, wo ist der Stein hin? Weg. Ich sehe nicht mehr. Ein Steinchen ist weggesprungen, aber ich sehe ihn nicht mehr. Ja, genau. Doch da. Bis hier hinten hin ist er gehüpft. So. Ja, und dann painte ich immer das, worauf ich halt Lust habe. Rund oder eckig. Und auch von der Farbgebung her, weil da kommt es bei mir auch manchmal
bei dem Bild darauf an, ob ich gerade Lust habe auf diese Farben oder eher halt nicht. Ja. Bist du da auch so oder doch eher der Painter? Wenn mir das ganz wild gefällt, dann ist alles in Ordnung. Ich meine, das ist ja auch bei mir so. Aber wie gesagt, manchmal habe ich halt mehr Lust auf diese Farben oder manchmal mehr Lust auf diese Farben. Mal mehr auf hell, mal mehr auf dunkel. Also je nachdem. Das ist wirklich unterschiedlich bei mir. Ja. Aber das ist ja dann auch das Schöne daran. Ich habe vorher ja immer nur ein Bild gepaintet und dann hat sich das Bild halt immer in die Länge gezogen. Denn wenn ich darauf keine Lust hatte, habe ich nichts anderes gepaintet. Also ich habe immer nur stur ein Bild und ja, dann das nächste sozusagen. Ja. Aber das war dann irgendwann, nachdem ich dann mehrmal nach links und rechts geguckt habe und gesehen habe, dass das andere halt auch machen, wie zum Beispiel die liebe Heidi von Craft and Wedding oder auch Levi. Moment, ich will den Namen richtig sagen. Ja. Moment. Ja, warte. Ich hab's gleich. Oh je. Jetzt finde ich das natürlich nicht. So ist das bei mir mit den Namen. Also Leniveas Diamonds. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Leniveas Diamonds. Das ist auch ganz süß. Also den, ja. Sie hat das ja auch und ich finde das immer ganz toll. Sie hat ja auch so einen, jetzt so einen wöchentlichen Rückblick. Der ist auch total schön, finde ich. Also da bin ich auch mal am Überlegen. Aber ich will, ja, also ich finde das super. Würde ich auch gern machen. Aber ja, ich weiß nicht, ob das dann nicht irgendwie so nach dem Motto. Ja, weiß nicht. Muss ich mir noch überlegen. Und ob ich das schaffe, so viel dann auch zu painten. Einfach, damit sich das einfach lohnt bei mir. Weil, wie gesagt, ich habe ja noch mein Häkeln. Und ja, ne? Das mache ich ja auch. Und ich will nicht, dass das eine oder das andere darunter leidet. Für mich jetzt, ja. Und deswegen schauen wir mal. Ja, aber ich finde es toll. Also sie macht ja auch ganz, ganz tolle Videos. Finde ich jetzt sehr angenehm. Ja. So ist es. Und dann haben wir es fast geschafft. Da kommen jetzt gleich noch die Sondersteinchen. Und dann ist das Kidding Up sozusagen schon mal beendet. Ich bin noch am Überlegen, ob ich bei meinem Bildchen wechsle auf das Coverpapier von Tini Schnickschnack oder ob ich das so lasse. Wobei ich
habe das Coverpapier echt schätzen gelernt. Also das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Das Coverpaper. Also ich meine, man könnte ja auch, wie gesagt, das Backpapier nehmen. Da habe ich auch eine Rolle mir mal bestellt gehabt. Eine Mega-Rolle. Aber ich weiß halt nicht. Ich hatte einmal ein Bild mit Backpapier gemacht. Und dann hatte ich nachher so, so eine komische Beschichtung drauf, die das Bild halt matt gemacht hat. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das, obwohl das Backpapier beschichtet war von jeder, also von Vorder- und Rückseite sozusagen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das halt an dem Backpapier, ja, muss ja an dem Backpapier gelegen haben. Deswegen war ich damit dann sehr vorsichtig und hatte mir dann das Backpapier, sag schon, das Coverpaper von Tini Schnickschnack bestellt, womit ich auch super zufrieden bin. Also das ist wirklich ein schönes Papier. So, jetzt kommen wir an die Sondersteine. Die hier. Ja, und da siehst du, das sind nur so, da ist so eine Art Glitzerstaub drauf. Also sehr, sehr schön. Ja, und das hier sind auch Harzsteine. Die Spezialsteinchen hier. Was ich nochmal super finde. Na, komm. Sind zwar nur ein paar, aber trotzdem glaube ich, dass das gut rauskommt bei dem Bild. Einmal ein hellblau, ein dunkles Blau und ein Grünton. Vielleicht gucke ich auch mal, welche Sparkle Dust Steinchen ich noch habe. Sparkle Dust Fairy Dust Steinchen ich noch habe. Und dann schaue ich mal, ob ich mir da vielleicht, anstatt vielleicht dann den AB, den Sparkle, den Fairy Dust nehme. Siehst du, das meine ich mit den Wortfindungsschwierigkeiten. Es gibt so viele Wörter jetzt für diese Art Steinchen. Die, ja, genau, ne? Heißen halt überall wohl ein bisschen anders. Ich weiß jetzt auch nicht, ob da vielleicht dann auch ob es da noch andere Unterschiede zu den Steinchen gibt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ne? So ist das. So, jetzt ist das schon mal fertig. Da sind sie alle. So, jetzt kann das wieder zurück in den Koffer. Das ist schon toll. Was eine Farbpalette. Von allen was dabei, nur keine 310. Die war jetzt nirgends vertreten, hier bei dem. Und die Steinchen, die ich noch hier übrig habe, die wandern jetzt hinten in meine Ablage rein. Was ich aber mache, ich mache mir die noch mal so, weil das jetzt ein paar mehr sind. Das sind jetzt die 3800er Steinchen. Die mache ich mir gerade mit so einem Klemmerchen fest, dass ich danach nicht immer die ganze
Sache durchsuchen muss, sondern nur hier. So, und das mache ich mit denen auch noch. Und dann 3000, die 3700er, 3900er. Nein, das sind ja auch nicht viele Steinchen, aber trotzdem. Na? Aber trotzdem. So habe ich sie dann immer mit einem Griff. Wenn ich sage, ich suche jetzt eine Nummer von 800 und habe die dann gleich und muss nicht alle immer so durchwühlen. So, und die 3, die mache ich mir jetzt gerade auch zusammen fest. Ja. Genau. Dann mache ich mir die 3326 noch hier an die 3700 damit dran. Genau. So, und hier die Tütchen. Moment, die hier kommen jetzt erstmal nach hinten rein. Dann verbrauchen die auch nicht so viel Platz und flattern mir dann nicht durch die Gegend. So, und die Tütchen hier, die mache ich mir nachher, also die mache ich nur so zusammen. Auch nicht nach der Reihenfolge, sondern so wie sie jetzt gerade sind. Und dann werden die auch mit so einem Klemmerchen festgemacht. Und dann lege ich mir die einmal rüber, damit ich da später die Steinchen nochmal einsortieren kann. Es sind halt ein paar mehr Tütchen, aber trotzdem, das geht. Also das hat bis jetzt immer geklappt, auch wenn ich 2 Klammern dran machen musste. Aber es hat funktioniert. Genau. Die sortiere ich mir dann später nochmal nach DMC, weil sie sind ja jetzt ein bisschen durcheinander gerutscht. Manchmal achte ich auch darauf, dass ich sie darauf achte, dass ich sie in der Reihenfolge dann schon hier gleich zusammen mache. Aber das mache ich meistens nur, wenn ich alle Tütchen habe und nicht, wenn mir da noch Tütchen halt fehlen, wo noch Farben drin sind. So. Und so geht das jetzt dann weiter. Genau. Wie gesagt, jetzt überlege ich mir noch, wie ich starte und ob ich die Folie wechsle. Aber das wirst du vielleicht dann bei einem anderen Video einfach sehen, wie ich mich entschieden habe. Ja, genau. Ja, das war es dann auch schon von mir. Ich weiß jetzt nicht, ob du vielleicht das Bild mal in einem kleinen VIP in Chat sozusagen sehen möchtest. Das kannst du mir ja gerne mal schreiben. Und dann würde ich sagen, freue ich mich, dass du dabei warst und mit mir zusammen dieses Kitting abgemacht hast. Ja, und ich freue mich dann einfach auf das nächste Mal. Wäre schön, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei wärst. In diesem Sinne, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.